Hey Leute, wisst ihr eigentlich, wie schwer das ist, hier in der Gegend an vernünftiges Holz zu kommen? Ich war kurz davor, dieses Brett zu nehmen. Naja, kurz vor Drehbeginn haben wir dann doch noch ein Birkenbrett auftragen können. Die eine Seite ist etwas krumm, die schneiden wir dann einfach weg. Da zeichne ich dann die 80 cm Breite für meine Wanne an. Das Brett wäre so noch etwas zu groß und unhandlich für meine Tischkreissäge, deshalb schneide ich es erstmal grob zurecht. Und danach erst auf die finale Breite. Ich möchte nachher in der Wanne die krumme Seite vorne haben. Deswegen benutze ich hier die einigermaßen gerade Kante als Bezug für den Schlitz hier. So, als Breite habe ich dann 25 angezeichnet, damit auch mal ein größeres Tablet reinpasst. So, mein Handy hat ungefähr 8 mm Breite und da ich einen 9,5 mm Fräse habe, habe ich den Schlitz ungefähr auf 10 mm angezeichnet. Für die Tassen bzw. Schmuckablage nehme ich hier einen 9 cm Kreis, also 4,5 cm Radius. Die Teelichter platziere ich hier gewollt nur auf eine Seite, da die auf der rechten Seite sonst zu dicht an die Badewannenarmatur kommen. Zum Fräsen des Schlitzes klemme ich mir hier einfach ein gerades Brett an und fräse am Brett entlang. Die Tiefe habe ich hier 1 cm gemacht. Die Vertiefung für die Tassenablage, Schmuckablage und für die Teelichter habe ich freihand gefräst und 5 mm tief gemacht. Für die Teelichter hätte ich natürlich auch den Forstnerbohrer mit unserem tollen Absaugdingens-Tool nehmen können. Das Video dafür findet ihr übrigens hier oben. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden, weil ich diesen kleinen Pin in der Bohrung nicht haben wollte. So, zum Schleifen habe ich hier mein höhenverstellbares Dremel-Tool genommen.
Das könnt ihr euch auch kostenlos runterladen und ausdrucken. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Zum Schluss habe ich das Brett noch geölt. Das Öl habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. So, für dieses Projekt erstelle ich ganz bewusst keine Pläne, weil jeder von euch andere Verhältnisse zu Hause hat, was die Badewanne angeht. Und die Anordnung der einzelnen Ausfräsungen, die könnt ihr auch ganz individuell nach euren Wünschen platzieren. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Projekt. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich gerne unterstützen, indem ihr diesen Kanal abonniert und ein Like da lasst. Dann viel Spaß beim Baden und bis zum nächsten Mal.